So, und damit herzlich willkommen zu dem ersten Bootstrap-Turnier. Ja, und zwar kämpfen hier heute der Sandro Bandito und der Lord Hühnerfutter gegeneinander. Eigentlich sollte jetzt im Nachhinein oder jetzt mit mir ein Experte quasi hier aufnehmen. Und eigentlich wollte ich auch hier ein kleines Overlay einblenden, aber irgendwie möchte das gerade nicht funktionieren hier über mein Aufnahmeprogramm. Und deswegen, ja, mache ich das heute einfach mal ohne. Ist quasi mein erster Testlauf ohne jeden oder ohne jede Hilfe quasi. Denn der KI-Kampf oder der KI-Kampf genau, wurde einfach jetzt spontan entschieden, dass er aufgenommen wird von mir, weil ich es einfach gesehen hat. Und hier kommt schon ein Horse Archer vom Lord Hühnerfutter ran, um zu stressen beim Sandro Bandito. Hier ist auch, glaube ich, schon ein wenig die Mauer eingerissen worden. Denke ich, sieht so zumindest aus. Hier ein kleines Battle zwischen ja, Horse Archer und Horse Archer. Hier auch ein Assassine, also ja, Lord Hühnerfutter macht hier auf jeden Fall schon echt Stress gegen Sandro. Die haben ja jetzt, die wurden vor allem gebufft gegen die ganz normalen Arbeiter quasi. Und schlitzen die natürlich stärker oder schneller weg. Und ja, genau. Ja, im Allgemeinen, die Karten sehen ja sehr schön aus. Vor allem sind die sehr gut gespiegelt, dass halt beide Spieler hier die gleichen Voraussetzungen haben, ohne hier irgendwelche Nachteile davon zu ziehen. Weil ja auch doof, wenn der eine weniger Spots hat und der andere etwas mehr. Der Lord Hühnerfutter geht hier auf jeden Fall auf Pech, hat auf jeden Fall schon mehr Pechgruben, obwohl 3 und 3, okay, haben doch gleich viele. Der eine Horse Archer ist jetzt hier weg. Der Lord ist ja natürlich etwas weit draußen. Ich lasse es jetzt hier auch relativ weit rausgezoomt quasi, damit man die ganze Karte im Überblick hat und ich jetzt nicht jedes einzelne... Oh, hier oben. Ach ne, das wurde glaube ich schon abgerissen. Oder hier, ne, hier ist ein... Ist glaube ich ein Assassine. Ja, hier ist ein Assassine. Oha. Oha, hier sind mehrere Assassinen, oder? Kann das sein? Also Lord Hühnerfutter hier schon echt am Stress machen. Passiert hier auf der Gegenseite auch was? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich denke nicht. Zumindest sehe ich jetzt nicht allzu viel. Aber der eine Assassine hier geht jetzt auf den Steinbruch, was natürlich für Sandro gar nicht so gut ist, weil es kostet alles Zeit und Holz vor allem. Und ja, Steinbruch kostet ja auch, oder hat die gleichen Kosten wie jetzt der normale Steinbruch. Ich glaube ein bisschen mehr als der normale Steinbruch in Vanilla. Und hier kommt schon wieder Horse Archer vom Lord Hühnerfutter, der natürlich hier schon echt sehr rumstresst. Eieiei. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so einfach wird für den Sandro. Hier sind auf jeden Fall schon Bogenschützen am Start, Pfeilmachereien am Start. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur Pfeilmacher sind oder auch Armbrustschützen, um die zu verkaufen, oder Armbrustmacher. Aber ich denke, es sind mehr die normalen Bogenmacher. Jetzt baut hier auch erst Sandro die ganzen Bogenmacher auf. Und somit, ja, hat natürlich der Lord Hühnerfutter hier schon sehr viel mehr Truppen im Gegensatz zum Sandro. Wir gucken hier mal ganz kurz rein. Ja, 32 Truppen hat der Lord Hühnerfutter. Ich kann jetzt hier nichts bauen. Aber ich könnte euch, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ich könnte euch sagen, wie viel die ganzen Gebäude hier kosten. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man das hier nochmal als Vergleich da hat oder als Referenz quasi. Ja, ein Steinbruch kostet 20 Holz. Gut, Sandro hat hier extrem viel Holzfäller am Start, aber jo, das ist natürlich schon
eine etwas andere Sache, wenn er hier dann trotzdem einen Steinbruch bauen muss. Genau. Pfeilmacher kosten, glaube ich, genauso viel, 20 und 10. Und mal ganz kurz mein Telefon aufstummen, damit man hier auch schön den KI-Kampf, warum will ich immer KI-Kampf sagen? Mensch, den Kampf beobachten kann. Und hier kommt schon der erste Angriff rausgepusht. Hier hinten sind auch schon Bogenschützen am Start. Die machen hier Stress. Man sieht die gar nicht so richtig, wenn man die Kamera so hat. Die sind natürlich jetzt hier gegen den Lord aktiv. Und hier unten sind ein paar Speerkämpfer mit aktiv. Oder mit dabei bei der Armee, bei der kleinen Armee. Lässt er sich hier natürlich ein wenig abschießen. Aber ein Spieler ist natürlich keine KI und der muss natürlich alles selber managen. Und kann ja nicht einfach freihändig spielen quasi. Und gegen den anderen Spieler zu spielen, ist es natürlich eine etwas andere Angelegenheit, als gegen eine KI kämpfen zu können. Und ja, jetzt bekämpfen sich hier auf jeden Fall die Bogenschützen. Und die Speerkämpfer rennen zu der Eisenmine, denke ich. Zoomen jetzt hier mal ran. Es passiert ja ganz schön viel. Ja, Eisenmine geht flöten. Die Bogenschützen vom Lord Hühnerfutter gehen jetzt auch relativ drauf. Hier hinten, die Bogenschützen sind weg. Aber dafür verliert er seine Bogenschützen auf dem Turm. Ah ja, okay. Schöne Sache. Also, ja. Der Sandro steht hier extrem unter Druck. Vom Lord Hühnerfutter. Und deswegen, ja, jetzt werden hier die paar Speerkämpfer weggeslingert. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts weiter, was wirklich teuer ist von den Ressourcen. Lord Hühnerfutter geht jetzt hier auch mit auf Lederrüstungen, also potenziell auch mit auf Streitkolben. Vielleicht. Mal schauen, ob er hier bald mit Streitkolben kommt. Sandro konnte auf jeden Fall den Angriff noch abwehren. Aber ja, man sieht hier, die ganze Wirtschaft, die ganze Außenwirtschaft hier, die Steinmine, ach die Steinmine, klar. Die Eisenmine und vor allem die Häuser sind hier flöten gegangen. Natürlich gar nicht so ein großer, oder was gar nicht so einfach ist zu verkraften. Aber hat er hier Schmieden hingebaut? Ja, ich denke, das ist hier eine Schmiede. Eine Schmiede kostet ja jetzt hier auch, wie man sieht, Stein und Eisen, also relativ teuer. Braucht halt das Eisen hier sehr gut. Der Lord. Also, hat er das hier gemacht, um den zu verstecken? Ich denke schon, oder? Oder um einfach hier den Wall einzureißen. Man hat ja hier quasi, ja, wie man sieht es ja noch, so Wälle aufgebaut. Und die kann man mit seinem Lord einreisen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die Jäger, ja, die kann man jetzt auch nicht mehr komplett irgendwo platzieren, sondern man muss die in einem ja, gesonderten Radius zu den Rehen aufbauen, damit die Jäger überhaupt jagen. Und hier schießen natürlich die Bogenschützen auf die Farm, auf die Apfelfarm. Und machen da Stress. Der Kornspeicher steht hier auch etwas entblößt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn hier auf jeden Fall irgendwo mal ein Assassine sich durchschleicht, ich glaube hier hinten kann man noch rum, dann ist hier auf jeden Fall der Kornspeicher sehr schnell weg und der Lord Hühnerfutter hat die ersten Kolbis am Start. Das sind ja auch so seine charakterlichen Main-Truppen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil er einfach das Bild oder sein Profilbild quasi... Ach nee, hier ist noch ein Zugang. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, der so einen Streitkolbenkämpfer halt drin hat. Aber ich glaube, der Sandro hat hier einfach kaum Nahrung. Deswegen geht hier Lord Hühnerfutter, könnte ich mir vorstellen, nicht auf den
Kornspeicher. Ich kann jetzt hier leider nicht reingucken, aber es kommt hier mal wieder eine Lieferung. Aber viel ist es wahrscheinlich nicht, denn ja, die ganzen Bauern werden hier natürlich weggeschossen. Hier oben ist jetzt eine kleine Armee am Start. Jetzt kommt er hier mit ein paar Bogenschützen. Ein paar sind ja auch schon angehittet und ein paar Speerkämpfern. Aber gut, gegen die Speerkämpfer und vor allem gegen die Bogenschützen kann Sandro wahrscheinlich nicht allzu viel machen. Ja, man sieht's, ne? Die Kolbis, die machen einfach geschnetzeltes aus den Speerkämpfern. Und ja, also Sandro steht hier auf jeden Fall extrem unter Druck. Lord Hühnerfutter einfach hier mit dem ja, besseren Timing, würde ich es einfach mal behaupten. Jetzt gehen sie vielleicht auf den Kornspeicher oder so. Ne, stechen erstmal hier die Bogenschützen ab und jetzt gehen sie auf den Kornspeicher. Somit ist der flöten gegangen. Ja, hier erhöhte Position von den Bogenschützen hier. Da haben die natürlich noch etwas mehr, nicht Feuerrate, aber ich denke, die machen da mehr Schaden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall haben die da einen kleinen Bonus, wenn sie jetzt, oder anstatt sie jetzt nur hier ebenerdig stehen. Deswegen, ich glaube aber, sie haben einfach mehr Reichweite. Und machen nicht mehr Schaden. Hier unten steht noch ein bisschen, ja, also Sandro versucht jetzt hier mit Bier noch zu punkten, hat aber, ja, keine Bauern gehabt, um die zu besetzen. Jetzt spawnen mal wieder neue Bauern. Wahrscheinlich ein wenig vergessen, die Bauern also die Häuser halt zu bauen. Und ansonsten, ja, ist es auf jeden Fall schon schwierig. Hat auch nur noch 51 Beliebtheit. Also die Beliebtheit, die droppt natürlich jetzt, weil er keine Nahrung hat. Und sich auch demnach nichts kauft. Oder nichts kaufen kann. Ich weiß gar nicht, hat der hier irgendwo einen Kornspeicher? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Aber ich glaube nicht. Die Jäger produzieren, ne, die laufen auch nicht los. Deswegen, ja, ist es nicht gegeben. Und es spawnen keinen Bauern mehr. Das heißt, er hat jetzt negative Beliebtheit quasi, also unter 50. Da verlassen ja die Leute die Burg und ja, die ein paar Bogenschützen hier können natürlich nicht allzu viel machen, obwohl es hier oben nur 3 sind oder 4. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau sind. Aber ja, die sind natürlich nicht so zahlreich, aber man sieht, denke ich, dass sie hier auf jeden Fall den anderen Bogenschützen überlegen sind. Und ja, hier ist der Lord. Und das könnte jetzt gewesen sein. Er schreibt auch schon GG. Deswegen sichert sich hier Lord Hühnerfutter den ersten Sieg. Und somit auch das erste Spiel in dem Bootstrap-Turnier geht an Lord Hühnerfutter. Wenn es denn das erste Spiel gewesen ist. Man sieht ja, denke ich, nochmal ganz kurz die Übersicht. Ja, ich bin natürlich hier komplett raus aus der Wertung. 4000 Gold, einfach der Lord Hühnerfutter. 170 Truppen hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Sandro auch gut, aber einfach Lord Hühnerfutter mit den etwas besseren Timing. 112 Bevölkerung, 74. Ja, also ganz schöner erster Kampf, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wann die Kämpfe allgemein alle online kommen. Ich kann auf jeden Fall nicht jeden Kampf aufnehmen, wegen meiner Arbeit, aber ich versuche zumindest so viel wie möglich aufzunehmen. Und ja, hier der erste Kampf vom Bootstrap-Turnier 2023 und der erste Sieg für Lord Hühnerfutter. So, es gibt natürlich eine zweite Runde, denn die Spieler können natürlich immer, wir machen uns hier schon mal bereit, weil wir machen ja nicht sehr viel. Es ist immer so, dass die Spieler sich aussuchen können, zuerst, wer als erstes die Karte wählt und wo der Startpunkt oder wo sein Bergfried quasi platziert werden soll, entweder auf der rechten oder auf der linken Seite. Und
Deswegen schauen wir einfach mal, wie das hier geht. Es geht gleich wieder los, genau. Der Sandro jetzt unten links in der Ecke und Lord Hühnerfutter oben rechts auf der Ecke. Die Karte kenne ich zum Beispiel auch, denn auf der Karte habe ich schon mal versucht, alleine Bootstrap zu spielen gegen eine KI, gegen das Schwein. Und da habe ich kläglich versagt. Ja, so ist es nun mal, ne? Genau. Ja, hier sind wieder die Löwen am Start. Greifen an, Herr. Da gehe ich drauf. Ja, da bin ich hinüber. Und wir schauen hier wieder sofort auf die Spieler. Sandro hier mit 2 Apfelgärten und 4 Jägern. 8 Jäger. Holzfäller, aber keine Häuser am Start. Ja. Weiß nicht, ob das so geplant ist, aber er muss es selber wissen. Lord Hühnerfutter hier etwas anders, nämlich nur mit 2 Jägern und aber schon einem Steinbruch. Ja, also etwas anders hier. Er baut sogar auch die Vorratslager ab und stellt die hier oben hin. Okay. Sein Lord schickt er wahrscheinlich wieder verstecken. Ne? Man muss ja ein bisschen Verstecken spielen mit dem Sandro. Und ja, warum da oben? Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht wegen den Spots hier oben. Da kann man nämlich Weizenfarmen hin platzieren. Und das dann einfach die Weizenbauern, sagt man das so, hier einfach schönen geringen Laufweg haben. Deutsch reden, mein Junge, Deutsch. Hier schickt er auf jeden Fall schon einen Horse Archer schon wieder los, der schon wieder rumstresst und Lord Hühnerfutter. Sandro hat hier ja noch nichts am Start, was Truppen angeht. Wir gehen ja mal wieder rein. Ja, genau. Lord Hühnerfutter einfach 13 Truppen schon. Davon sind wahrscheinlich 12 Slinger am Start hier. Ja, hier oben stehen noch mal ein paar, genau. Und hier ein Horse Archer auch auf erhöhte Position. Oha. Oha, Sandro, mein Junge, du musst hier was tun. Irgendwas, was den Horse Archer hier wegschnetzelt. Sonst kriegt er nämlich keinen Stein rein und dann sieht's schlecht aus im Spechthaus. Na, Sandro zwar mit mehr Gold, aber jetzt auch nicht sehr viel Gold. Deswegen denke ich, es ist jetzt nicht so signifikant der Unterschied. Starten ja beide alle mit 0 Gold und deswegen, ja, ist es hier, denke ich, schon, oh, Sandro jetzt mit mehr Gold, aber er hat halt einfach keine Truppen, also überhaupt gar keine. Er schickt hier seinen Lord raus, um den Horse Archer hier vielleicht Einhalt zu gebieten. Jetzt geht er aber in den Nahkampf. Und da ist er hinüber. Da kommt aber gleich der nächste schon wieder raus. Und Lord Hühnerfutter, ja, wie ich schon sagte, mit Weizen und Hopfen. Ah ja, okay, Hopfen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann kann man nämlich hier dann die Brauereien gleich daneben stellen und dann die schenken. Somit sind die Laufwege extrem optimiert, denke ich. Und ja, Sandro hier auch mit Weizen am Start, aber kein umplatziertes Vorratslager quasi. Der berittene Bogenschütze kommt jetzt hier vorgerannt. Wo hat denn er seinen Lord? Hier steht er. Er baut seinen Steinbruch auf jeden Fall nicht nach. Und der Lord Hühnerfutter kann hier natürlich sehr gut wirtschaften. Zumindest wenn man das denn wirtschaften nennen kann, hier mit einem Steinbruch, aber er wird's, denke ich, am besten wissen. Ja, mit, wie heißen sie? Sklaven. Ich wollte erst Fackelträger sagen. Oh, und hier kommt der Assassine vor. Und Sandro sieht es nicht. Ach ne, hier rennt noch ein zweiter rum. Und damit ist der Söldnerposten Geschichte. Er geht jetzt hier auf die Holzfällerhütten. Da oben steht auch der andere Horse Archer. Dann hier noch Slinger am da rumstehen. Wahrscheinlich um die eventuellen vorrückenden Sklaven hier zu killen.
Ja, hier rennt noch ein Assassiner rum und eine Weizenfarm. Man kann mal hier ganz kurz gucken. Wo ist sie? Weizenfarm, hallo. Da, 15 Holz. Gut, er hat genügend Holz, denke ich, dass er hier die problemlos nachsetzen kann. Aber ja, ist natürlich auch Schaden, den man erstmal wieder wegstecken muss. Und Lord Hühnerfutter hier mit den ersten Waffenproduktionen, wohingegen der Sandro immer noch, ja, sehr wenig hat mit 3 Truppen. Davon sind zwei sind hier einfach Horse Archer und der andere ist, glaube ich, ach so, der eine Assassine, den man hier mal gesehen hat. Na? Ja, ich will ja eigentlich immer vorspulen, aber es geht ja nicht. Ich bin ja hier nicht der Host oder zumindest die Spielregeln sind ja so, dass das Spiel auf 60 eingestellt ist. Aber wenn man so gewöhnt ist, auf über 1000 zu stellen, ne, dann ist es natürlich etwas anderes, sagen wir es mal so. Oh, hier der erste arabische Schwertkämpfer. Und hier hat der Lord Hühnerfutter Lanzen und Bogenschützenmacher hingestellt. Schmieden und Rüstungsschmieden sind ja hier die teuersten Gebäude. Rüstungsschmieden mit 5 Eisen und 15 Stein und normale Schmieden mit 10 Stein und 3 Eisen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, nichts irgendwas anderes. Aber wir werden schauen, wir werden sehen, was ich gesagt habe. Denn ich sehe es ja spätestens im Schnitt dann, ne? So. Ja, hier rennt wahrscheinlich immer noch. Rennt hier immer noch ein Assassiner rum? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat er nur noch eine Weizenfarm. Er braucht hier einfach mal die Mühle, aber. Haha. Die Mühle hat hier natürlich jetzt auch andere Kosten. Die kosten nämlich jetzt 10 Stein. Jetzt hat er, glaube ich, genügend Stein, oder? Auf jeden Fall mit der zweiten Steinlieferung sind es genügend. Und hier, oh, Lord gegen arabischen Schwertkämpfer. Lord hat ein bisschen Schaden genommen, ist aber noch verträgbar, denke ich. Und hier kommen die ersten Störtruppen, schätze ich jetzt mal, an den Start. Ja, 2 Horse Archer gegen einen Horse Archer. Wer wird wohl gewinnen? Ich denke, Horse Archer werden gewinnen. Naja, gut. Ja, der Lord Hühnerfutter pumpt hier einfach die Waffen-Eco hoch. Und der Sandro steht hier wieder extrem unter Druck. Oder was heißt extrem? Diesmal vielleicht nicht ganz so schlimm wie im ersten Spiel, aber jetzt kommt erst seine erste Waffen-Eco. 1183, gut. Na, aber hier, man schaut einfach mal zum Lord Hühnerfutter und der hat halt einfach schon sehr viel mehr. Gut, er kann halt auch wirtschaften, er steht nicht so unter Druck und er muss da auch nicht die ganzen, ja, Raid-Angriffe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, abwehren. Und hier gewinnt sogar der eine Assassine vom Hühnerfutter gegen den Assassinen vom Sandro. Natürlich auch mit Unterstützung von den guten Bogenschützen. Ja, ob das hier so schlau ist, auf die langsamen Schwertis zu gehen, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Ich habe da nicht so die Ahnung von den ganzen Taktiken, aber sie sind natürlich extrem langsam und die Bogenschützen können natürlich die ganze Zeit reinschießen. Und hier ist natürlich wieder ein Steinbruch flöten gegangen vom Sandro, von dem einen Assassinen, der hier gegen den anderen Assassinen verloren hat oder gewonnen hat, wenn man es so nimmt. Und, guckt an, was hier los ist. Sandro, darauf habe ich ja jetzt gar nicht, oder damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Eieiei. Sandro einfach hier mit 20 Truppen, davon die meisten einfach jetzt Assassinen. Schade, dass ich das als Watcher quasi auch nicht sehe. Oh, guckt euch an. Der Sandro macht einfach den Meuchelmörder und schlitzt ja einfach den
den Lord oder versucht es zumindest wegzuschlitzen. Er hat gelbes Leben. Die ganzen Assassinen werden natürlich etwas aufgehalten. Und ja, gegen den arabischen Schwertkämpfer werden die wahrscheinlich jetzt verlieren. Eieiei. Oh, jetzt hat er gewonnen. Und reicht's noch? Ich denke nicht. Nee. Schade. Schade, schade. Es war ein sehr guter Versuch, hier das Spiel noch zu gewinnen oder überhaupt so schnell zu gewinnen. So natürlich. Aber wenn man sich jetzt hier einfach mal die Wirtschaft anguckt vom Lord Hühnerfutter und dann die Wirtschaft vom Sandro, ja, das ist natürlich schon ein Augenschmaus, wenn man hier hochguckt. Tut mir auf jeden Fall ein wenig leid gegenüber den Sandro, aber natürlich ist es so, dass irgendeiner hier irgendwann den kürzeren zieht. In dem Fall ist es leider der Sandro Bandito. Hier verliert er auch seine Steinunterkünfte. Oder seine Kaserne. Ja, die ist ja jetzt auch nicht so günstig. 15 ist, glaube ich, auch der Vanilla-Preis. Und ja, aber der Lord hier auf jeden Fall gelbes Leben. War auf jeden Fall knapp. Und hätte Lord Hühnerfutter das nicht mitgekriegt, dann ja, wäre das natürlich zu Ende gewesen für ihn. Und der Sandro hätte hier vielleicht noch mit einem 1:1 rausgehen können. Es läuft natürlich noch, also Sandro kann hier immer noch zurückkommen und das Ass aus dem Ärmel schütteln, wie es kein anderer tut. Aber jetzt kommen hier die ganzen Schwertkämpfer vor. Der Lord ist sehr weit draußen, meines Erachtens. Bogenschützen stehen hier auch noch mit rum. Ja, lassen sich gerade hier ein wenig abschießen. Weil er es wahrscheinlich nicht sieht oder weil er hier, glaube ich, irgendwas baut. Könnte natürlich auch sein, aber ja. Baut hier die ersten 2 Schmieden auf. Die ganzen Sperrträger sind natürlich jetzt flöten gegangen, aber ich denke, mit den ersten Kolbis ist es natürlich dann schon, ja, wieder eindeutig. Jetzt hat er auch hier eine Belagerungs- oder eine Baumeistergilde, so heißt die ja. Kostet 100 Gold, also auch nicht gerade billig. Man sieht es auch hier, dass hier andere Gebäude wie Ställe sind auch sehr teuer mit 40 Stein, auch sehr teuer sind. Macht es hier unten mal wieder aus. Und ja, hier die Wirtschaft vom Sandro auf jeden Fall sehr zum Erliegen gekommen. Hat auf jeden Fall noch den Kornspeicher, aber hier hinten kommen schon wieder Angriffstruppen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Assassinen vom Lord Hühnerfutter hier noch irgendwo rumstromern, aber ich könnte mir es ganz gut vorstellen, dass die vielleicht hier auf die Pechfelder gehen oder so. Aber ja. Ja. Ah, hier oben kämpfen. Hier oben ist ein Assassine vom Sandro. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, ein Belagerungsturm? Ach so. Um hier den Weg hier zu verkürzen, oder? Kann das sein? Wenn man das hier anlegt, oder ist es niedriger Wall? Ich weiß es gerade gar nicht, was das ist. Aber möglich wäre es natürlich. Na, hier auf jeden Fall schon sehr gute Eisenminen-Spots. Gibt es hier noch viele mehr. Habe ich auch schon herausgefunden, dass es da noch etwas mehr gibt. Und ja, die Warnblinker beim Sandro sind natürlich am Start. Eieiei, das sieht mal wieder gar nicht gut aus. Und Lord Hühnerfutter mit den ersten Rittern. Und ja, das, denke ich, wird jetzt hier das oder der Genickbruch sein, wenn man es mal so nimmt, weil ja, Ritter sind in dem Spiel oder in dem Zusammenhang extrem nervig, weil man die einfach sehr schlecht killen kann. Die sind halt schnell, sie halten relativ viel aus. Sie können jetzt nicht einen Lord angreifen, wenn er irgendwo rumsteht. Ich weiß gerade nicht, wo der Lord im Allgemeinen steht. Ihr geht da gerade auf erhöhte Position. Aber ja, die machen nicht ganz so viel was aus. Aber ich denke auch, dass die hier mehr Schaden machen, oder? Auf erhöhten Positionen, die Bogenschützen. Hier im Gegensatz zu dem Hügel quasi. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wo sein Lord steht.
Lordi, wo stehst denn du? Gute Frage. Eine gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Aber hier, die Ritter und ohne Armbrustschützen ist natürlich schon eine Sache für sich, ne? Es sind jetzt gerade mal 5, aber 5 sind natürlich auch sehr bös unterwegs. Nehmen jetzt hier die Waffenkammer, jetzt wahrscheinlich auch die Kaserne hier. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Lord steht. Hier hinten irgendwo. Steht er noch hier draußen irgendwo? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ja. Okay, da habe ich es leider etwas verpasst. Ich glaube, der ist hier hinten gewesen, hinter dem Keep. Oder irgendwo anders. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Weil ich ihn einfach nicht gefunden habe. Aber mit 7000 Gold, der Lord Hühnerfutter wieder 114 Bevölkerung im Gegensatz zum Sandro mit nur 58. Jo, na man sieht ja einfach, der Lord Hühnerfutter hier einfach wieder besser am Start. 3 Eisen gerade mal Sandro. 135 ausgebildete Truppen im Gegensatz zu 50. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mehr oder weniger sind als im letzten Game an sich. Ja, würde ich aber sagen, es waren trotzdem 2 coole Spiele, muss ich sagen. Also mir hat es gefallen. Wenn euch das auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Über ein Abo, über einen Kommentar, über alles Mögliche, was euch dazu einfällt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem ein wenig gefallen hat. Ich hoffe, dass ich es vielleicht ein wenig gut kommentiert habe. Wenn nicht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da Verbesserungswünsche habt. Wie gesagt, ich mache es zum ersten Mal, deswegen nimmt mir das nicht ganz so krumm. Ich hoffe, dass ich es noch ausbauen kann und da noch ja, mehr Gefühl reinbekommen einfach. Und ja, ne, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos an. Schaut euch auch gerne die anderen Bootstrap-Videos an von anderen Streamern, Carilotos oder meinem Streaming-Kollege. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da und tschüssi!